Oh, das habe ich ja noch nie gemacht, dachte ich, als ich gefragt wurde, ob ich für meinen Bruder David eine Laudatio halten könne. Und dann dachte ich, oh, das hast du ja noch nie gemacht. Glücklicherweise habe ich an dem ersten Gefühl festgehalten, sonst wäre ich vermutlich nicht spontan mit einer 5 Monate alten Tochter von Hamburg nach Bonn gefahren. Zu meinem Bruder könnte ich vieles erzählen, was schon in Interviews, mittlerweile sogar ganzen Büchern Erwähnung fand. Oder aber, dass ich jedes Mal, wenn ich an einer Musikschule vorbeilaufe, mindestens eine blonde, langmähnige, also einen blonden, langmähnigen, vielleicht so 13 Jahre alten Geigenschüler sehe. Und neben Bach und Mozart höre ich mindestens ein viel zu schnell gespieltes Fluch der Karibik. Wenn ich David beschreiben müsste, würde ich sagen, er ist mindestens genauso besessen. Jedenfalls ein Perfektionist. Dabei empfinde ich ihn zunehmend als reflektiert, ruhig und wahnsinnig höflich. Als nahe Verwandte kann ich guten Gewissens behaupten, er ist jemand, der in all den Jahren sehr auf dem Boden geblieben ist. Es sei denn, er schwingt mal effektbedingt durch die Arena. Vor einigen Wochen sah ich durch Zufall eine spannende Doku über die deutschen Showmaster der 60er, 70er Jahre, Hans-Joachim Kulenkampff, vielleicht auch Wim Wenders. Und ich dachte mir, das ist es. Genau das kann mein Bruder auch. Er ist jemand, der wahnsinnig gut unterhält, schichten- und generationenübergreifend. Nur im Gegensatz zu Kulenkampff damals in vielen Ländern der Welt. Denn Musik ist eine universelle Sprache, die er beherrscht. Dabei ist er einerseits ein phänomenaler klassischer Musiker, der schon in der Leishalle in Hamburg gespielt hat, als ich noch im Maxi-Cosi lag. Aber ein reiner Interpret, das passt nicht zu David. Wie sagte ich schon eingangs, er ist ein verdammter Perfektionist. Er ruht nicht, bis nicht hinter jedem kleinsten Element seiner Konzerte, seiner Crossover-Shows wirklich alles sitzt. Jede Bewegung, jede Pointe im Text, jede Note, alles, was Tänzer, Licht, Pyrotechnik ausmacht, es muss alles so ineinander greifen, wie das Uhrwerk einer edlen Schweizer Uhr. Würde ich David auszeichnen, wäre es jedoch für etwas anderes. Es wäre dafür, dass er nicht nur die Grenzen zwischen Kunst und Unterhaltung verwischen ließ. Nein, er konnte mit seinem Wesen diese Mauern regelrecht einreißen. Und das im zuvor noch so verstaubten Establishment der klassischen Musik. Mit Nietenboots als Solist in einen klassischen Konzertsaal zu, sagen wir, schlendern, sich dann ganz lässig auf einen Barhocker zu setzen, um dann aber mit der nötigen Demut vor den großen Komponisten aufzuspielen. Das ist wirklich einmalig. Ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, der diese Kunst so beherrscht wie mein Bruder. Und wenn er sich für sein nächstes Album weder um bombastische Rockhymnen noch um seinen beinahe Namensvetter David Guetta einen Geigenbogen schlägt, wer kann es ihm verdenken? Lieber David, ich freue mich von ganzem Herzen, dir fast in der Heimat einen kleinen Sprung über den Rhein, diesen Preis überreichen zu dürfen. Den Preis der Europäischen Kulturpreisgala. Und eine letzte Sache, ich hätte diese Rede viel lieber gesungen und auf dem Klavier gespielt, aber ich hoffe, ich habe den Job einigermaßen zu deiner Zufriedenheit gemacht.
Als allererstes natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an meine zauberhafte Schwester. Vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr schönen, sehr gut gewählten Worte. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du das so siehst. Ich hoffe, ihr seht es auch ein bisschen annähernd so wie meine Schwester. Ich möchte mich zuallererst natürlich dafür bedanken, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Ich bin nicht jemand, der vorher mir eine Rede ausdenkt. Ich mache sowas lieber ganz spontan. Und als ich vorher hier auf der Bühne gespielt habe, ein Stück von Bach, und ich natürlich auch in den Saal gucke, haben zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Auf der einen Seite natürlich die Freude, diesen Preis zu bekommen, natürlich auch vor Publikum wieder spielen zu können, aber natürlich auch ein bisschen Nachdenklichkeit und Trauer, dass nur so wenige hier im Saal sein dürfen. Und diese Nachdenklichkeit kommt ein Stück weit natürlich aus der Situation, in der wir uns heutzutage befinden. Ich bin ja auch ab und zu im Flieger unterwegs, in den Bussen, vom Flugzeug zum Terminal. Ich schaue mir die EM an, die Fußball-EM, sehe fast vollgefüllte Stadien. Und es ärgert mich ein bisschen, im Land der Dichter und Denker, in Europa, eine kulturelle Metropole Europa, dass wir nicht imstande sind, eine Lobby für Kunst und Kultur zu etablieren. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Einen schnellen jungen Mann zum nächsten, was Nico Rosberg an Tempo auf 4 Rädern brachte, bringt dieser Mann auf der Stradivari. Schnell, cool, leidenschaftlich, David Garrett. Ich würde gerne für euch aus der zweiten Partita für Solo, Violine von Johann Sebastian Bach, die wunderschöne Sarabande spielen.